Mahlzeit, mein Name ist Baalphemor und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Ja, wir hören uns heute mit an. Also sagen wir es auf Deutsch, ich habe keine Ahnung, wie die Band heißt und ich habe keine Ahnung, wie genau der Titel auf Russisch heißt, denn es ist auf jeden Fall Russisch, es sind die kyrillischen Schriftzeichen. Und es geht aber Toss a Coin to a Witcher. Das ist quasi ja das Titellied von der Netflix-Serie The Witcher. Und da bin ich tatsächlich mal gespannt. Da gibt es ja diverseste Varianten, Balladen und ich gucke mir auch immer wieder manchmal Serien-Intros an, aber auch halt Themes oder Coverversionen von Themes, weil ich das einfach cool finde und gerade wenn es irgendwie im Bereich vom Fantasy bin, also Nerdtum, Rollenspielbereich, ihr seht es ja hinten halt im Hintergrund, das finde ich halt immer cool und ich habe in dem Thumbnail, in dem Vorbild gesehen, dass die Jungs wohl auch so ein bisschen mittelalterliche Kluft anhaben. Das hat mich so ein bisschen neugierig gemacht und ja, daher würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal das Video an und ich bin gespannt auf diese Umsetzung von ja, Toss a Coin to your Witcher. Ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß und bevor ich es vergesse, Originalvideo ist unten verlinkt, das heißt, da findet ihr auch mehr über die Band raus und könnt natürlich die Band durch ein View oder ein Like auch unterstützen. Ansonsten findet ihr natürlich unten in den Infos auch noch jede Menge ja, Wissenswertes zu mir. Ja, und jetzt euch und mir wie immer viel Spaß. Ну, нашу новую песню про Ведьмака, которую я уже давно сочинил, вы услышите уже в этом году на нашем новом альбоме. А пока мы сделаем то, чем занимаются этой зимой тысячи других музыкантов. То, от чего просто никак не будет. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Ich muss das später mal vielleicht mit Untertitel gucken. Vielleicht gibt es das mit Untertiteln, mal schauen. Однажды скромный бард, покинув свой причал, отправился в путь и ведьмака повстречал. Übersetzen ins Russische vermute ich mal. То Геральт белый волк, о нем я буду петь, что дьявольских эльфов сумел одолеть. Когда они пришли, решив меня сгубить, разбив мою лютню, пытаясь убить. Когда злобный бес стоял надо мной, то Геральт воскликнул: «Эй, братец, постой!» Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Auch hier schon mit der Bemalung, ne? Das hat der Witcher ja auch immer, wenn er seine Tränkchen trinkt, etc. Sehr, sehr coole Details und den Sound mag ich auch. Also, ich mache mal ein Stück zurück, dass wir den Übergang jetzt gleich sauber haben. Erster Eindruck, cool. Ich glaube, ich muss mal gucken. Scheint eine Metal-Band zu sein, oder Rockband. Und da würde mich jetzt auch tatsächlich mal interessieren, was die Jungs sonst an Musik machen. Das wird, glaube ich, so ein Kandidat für, da kommt noch ein zweites oder ein drittes Video hinterher. Ich muss mal gucken, ja, ne? Also jetzt erstmal weiter. Also. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. Ведьмаку заплатите, зачтется все это. Он хоть на край земли отправиться готов, сразить всех чудовищ и орды врагов. Он эльфов злых прогнал за дальний перевал, высокие горы на вечный привал. Он бьет не против глаз, был ранен много раз, спаситель невинных и всех, кого спас. К чему эта вражда? Никак я не пойму. Он нас защищает, так налейте ж ему. Also, gefällt mir richtig gut. Sowohl die
das Russische passt in den Song richtig gut rein. Also ich finde, das hört sich jetzt nicht irgendwie asynchron oder irgendwas. Das passt halt richtig gut da rein. Und ja, ich weiß nicht, diese musikalische Umsetzung gefällt mir auch ganz gut. Dann zwischendurch mit ein bisschen Flöte, dann mit ein bisschen Double Bass, dann der Sänger halt mal so zwischendurch mit so richtig leidenschaftlichen, wo man merkt, so da steckt halt so ein bisschen mehr Seele drin, so in diesen, ja, so ein emotionaler Gesang und Entschuldigung. Richtig gut, gefällt mir. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это вам. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это. Заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это вам. Ведьмаку заплатите чеканной монетой, чеканной монетой. О-о-о. Ведьмаку заплатите, зачтется все это. Ja, sehr, sehr cool. Ich bin gespannt auf das, was da noch kommt. Ich kann es nicht lesen. Das macht mich ja immer ein bisschen neugierig, aber da kommen wir ein andermal zu. Ich würde jetzt tatsächlich einmal hier so ein schickes Bild nehmen. Ich finde, was mir jetzt nochmal spontan auffällt, das Ambiente, wo die das Video gedreht haben, richtig, richtig gut. Sieht so ein bisschen nach Kirche mit dem Fenster hier aus, ne? Dann alles so ein bisschen im Zwielicht, so ein, zwei Scheinwerfer, ein bisschen neblig. Da kann man sich auch wirklich dieses typische Witcher-Setting vorstellen. Wenn er da steht, zieht sein Schwert und wartet dann in diesem Zwielicht auf die Monster. Also von daher gesehen ein super, super passendes Setting und musikalisch als auch, wie gesagt, von dem sehr, also es hört sich für mich sehr cool an, also das Russische in dem Metal-Bereich. Ich hatte bis jetzt schon mal eine russische Death- oder Black Metal Band gehört, da versteht man ja nicht genau so, was die sagen, also diese Wortrhythmik ist halt ein bisschen was anders, weil das halt ja alles so weggegrunzt wird. Aber hier sehr, sehr cool, ich bin gespannt und dann nochmal an euch den Hinweis, ne? Wenn ihr mehr über die Band erfahren wollt, dessen Namen ich jetzt aktuell noch nicht kenne und nicht aussprechen kann, unten im Infopanel findet ihr natürlich den Originallink. So, ich verabschiede mich jetzt, ist mir wieder ein Fest und ich bin sehr, sehr begeistert. Und ja, wenn euch das ebenfalls gefällt, schreibt mir ein bisschen was unten rein. Danach gucke ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen, wie zeitnah ich die zweiten und dritten Reactions mache. Da versuche ich ein bisschen mehr auf euch einzugehen. Deswegen habt da Mut, gebt euch einen Ruck und sagt gerne mehr. Dann werde ich mich, soweit es irgendwie geht, schon ein bisschen daran orientieren. So, ich bin raus. Jetzt kommen hier gleich noch ein, zwei Vorschläge von mir, von meinem Kanal und ja, euch dafür Spaß beim Durchschauen. Bis dahin, euer Baalphemor. Ciao!